Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und erneut zum Thema Ölfarben. Im ersten Teil dieser Serie hatte ich euch ja gezeigt, wie man mit Ölfarben und Verdünner einen Wash anmischt, ihn aufträgt und nach dem Trocknen an beliebigen Stellen auch wieder abnehmen kann, um die darunter liegende Farbe hervorzuheben. Dieses einfache Prinzip ist die Grundlage für die folgenden Minuten, in denen ich das größere Monster aus der Box The Hidden Ones vom Spiel Mythos bemale. Doch bevor ich starte, ein kurzer Einschub in Sachen Ölfarben. Denn zum vorherigen Tutorial erreichte mich die Frage, ob der Unterschied zwischen günstigen und teuren Ölfarben wirklich so groß und von Bedeutung ist. Daher habe ich mir mal ein Rot aus einem extrem günstigen Ölfarbenset geschnappt. 24 Farbtöne in Minituben hatten vor einiger Zeit bei Lidl nur 5 € gekostet. Die Farbauswahl ist prima und für Verwitterungseffekte auf Gelände und an Fahrzeugen auch völlig ausreichend. Aber wenn man die Farbe mal pur auf einen Untergrund aufträgt und mit etwas Verdünner auseinanderzieht, dann sieht man schon, dass sie nicht sonderlich hoch pigmentiert ist und entsprechend nur eine mäßige Deckkraft besitzt. Ganz anders das Rot aus dem hochwertigen Winsor & Newton Set, das ich in den folgenden Minuten verwende. Es bleibt deutlich länger extrem gut deckend und man muss die Farbe schon deutlich stärker verreiben und verdünnen, bevor die Deckkraft nachlässt. Ab einem gewissen Punkt lohnt es sich also etwas Geld in die Hand zu nehmen, wobei dieses hochwertige 12er Set nur rund 45 € gekostet hat. 12 Games Workshop Farben sind da nicht unbedingt viel günstiger. Aber kommen wir zur Bemalung des Modells. Wie schon im vorherigen Video habe ich die Base mit Kork, Steinchen und Sand gestaltet und die Miniatur mit Corax White bereits sprühgundiert. Außerdem habe ich im Internet nach Vorlagen gegoogelt und unter anderem diese roten Krebse gefunden. Auf dem Farbschema möchte ich aufbauen, aber auch einen modrigen Horror-Look einplanen. Als erstes trage ich ganz normale Acrylfarben als Grundfarben auf. Und zwar ein helles Gelb-Orange, das danach mit einem hellen Gelb trocken gebürstet wird. Den Bauchbereich habe ich dabei bewusst ausgelassen. Danach mische ich diese 3 Ölfarben an. Das helle Orange und das dunkle Rot etwas dünner, ähnlich wie ein Wash. Das kräftige Rot verdünne ich hingegen nicht ganz so stark, die Konsistenz sollte also noch leicht cremig und gut deckend sein. Mit dem Orange werden der Rücken und die entsprechenden Bereiche des Panzers auf der Unterseite sowie das Maul bemalt. Mit dem dunklen Rot tupfe ich dann hier und da in einige Vertiefungen, um für Farbverläufe zu sorgen. Ihr seht, die Farben decken zwar gut, aber die gelbe Grundfarbe schimmert immer noch erkennbar hindurch. Das soll bei den Beinen anders werden, denn die werden nun mit dem deckenden Rot bemalt. Anschließend tupfe ich aber auch noch wieder etwas von dem dunkleren Rot hier und da in einige Vertiefungen. Danach schaue ich nochmal, wo sich vielleicht noch etwas von dem dunklen Rot als Schattierung anbieten könnte. Den stacheligen Bereich am Rücken spare ich noch bewusst aus, der kommt später dran. Danach müssen die Ölfarben einige Stunden lang trocknen. Man erkennt den Trocknungszeitpunkt ganz gut daran, dass der feuchte Glanz verschwunden ist und die Farbe nur noch durch Lichteinfall glänzt. Der nächste Schritt ist, die angetrockneten Ölfarben mit den Grundfarben darunter zu verblenden, um weiche Übergänge und erste Highlights herauszuarbeiten. Als erstes nehme ich mir den Rücken vor und verwende einen mit Verdünner angefeuchteten Flachpinsel. Damit reibe ich am Rand und auf den großen Flächen, um die Ölfarbe abzulösen und dabei in den Pinsel aufzunehmen. Zwischendurch muss man den Pinsel also immer mal wieder auf einem Küchentuch abstreifen und neu mit Verdünner anfeuchten. Mit einem Wattestäbchen, das ebenfalls mit Verdünner angefeuchtet wurde, lässt sich das natürlich auch erledigen. Allerdings hat man hier bei eventuellen Feinheiten etwas weniger Kontrolle. Danach sind die Beine dran. Dort sollen die unteren Spitzen und die Bereiche zum Körper hin wieder heller werden. In den Bereichen dazwischen wird nur leicht auf den Kanten des Modells gerieben, um so nur einen gelben Kantenakzent herauszuarbeiten. Die Stacheln und die großen Scheren helle ich auf dieselbe Weise auf. Ist das erledigt, bekommt das Modell eine dünne Schicht Spraylack, um die Ölfarben zu versiegeln. Denn so können die nachfolgenden Ölfarben nicht mehr die bisherigen Ölfarben anlösen.
Zunächst folgen aber noch 2 Acrylfarben. Zum einen wird der Bauch mit Corax White sauber nachgemalt. Zum anderen wird der Stachelbereich auf dem Rücken mit einem gammeligen Grün bemalt. Danach mische ich eine dunkelbraune Ölfarbenlasur an, einen sogenannten Filter. Damit gehe ich einmal komplett über fast das gesamte Modell, um leichte Schatten zu erzeugen. Einzig die Scheren lasse ich aus. Anschließend mische ich etwas mehr Ölfarbe hinzu, um statt eines Filters die Konsistenz und Deckkraft eines Washes zu erhalten. Damit male ich dann gezielt in einige Vertiefungen, um kräftige Schatten zu erzeugen. Dieses Blacklining wiederhole ich nach dem Antrocknen der Ölfarben, denn durch die Schwerkraft läuft der Wash auch gerne mal dorthin, wo ich ihn eigentlich gar nicht haben möchte. Auf einige der kleinen Pocken tippe ich dann auch noch etwas von dem Ölwash, um sie zu betonen. Erneut müssen danach wieder ein paar Stunden Trocknungszeit eingeplant werden, bevor es mit der letzten Ölfarbe weitergehen kann. Wieder mische ich einen Wash an, dieses Mal ein Grün mit etwas Braun und Schwarz darin, damit die grüne Farbe nicht zu knallig ist. Damit werden als erstes die Stacheln auf dem Rücken eingefärbt. Zudem einige der Pocken. Dies nennt man übrigens auch Pinwash. Und es werden auch nochmal einige Vertiefungen nachgezeichnet. Einfach um auf dem Modell für etwas farbliche Abwechslung zu sorgen. Jetzt heißt es wieder trocknen lassen, um danach ein allerletztes Mal die Wattestäbchen zu zücken. Für maximale Kontrolle feuchte ich diese nur leicht mit dem Verdünner an, um dann den braunen Ölwash auf dem Rücken, am Maul und am Bauch sowie an den Beinen wegzunehmen und so Highlights herauszuarbeiten. Danach folgt noch die Bemalung der Augen mit normalen Acrylfarben. Natürlich könnte man jetzt auch noch einzelne Kanten highlighten, aber als zweites Anschauungsobjekt fürs Malen mit Ölfarben soll's bis hierhin genügen. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Malen mit Ölfarben kaum technisches Können oder irgendwelche Skills erfordert. Dafür aber ein gewisses Verständnis und Vorstellungskraft, wie und in welcher Reihenfolge die Farbschichten aufzutragen sind. Man sollte also schon eine grobe Idee von dem fertigen Modell haben und zum Beispiel unter den Ölfarben die Farbe auftragen, die später das Highlight sein soll. Von den Trocknungszeiten abgesehen bin ich von dem Malen mit Ölfarben extrem begeistert. Das Anmischen ist nur anfangs etwas ungewohnt und umständlich, irgendwann hat man es aber drauf und verinnerlicht. Das Entfernen aufgetragener Schichten und die weichen Farbverläufe hierdurch sind ein ganz klares Plus gegenüber Acrylfarben, wo man für solche Effekte ewig lang schichten müsste. Auch erlauben Ölfarben ein nachträgliches Korrigieren, was ebenfalls ein Plus ist. Um mit Ölfarben zu starten und etwas zu üben, sind große Modelle wie Monster ideal. Sobald man sich sicherer fühlt, kann es mit Ölfarben dann aber auch an kleinere Miniaturen gehen. Bleibt nur noch der Glanz, den Ölfarben hinterlassen. Ich überlege noch, diesen Burschen tatsächlich komplett glänzen zu lassen oder nur einige Stellen mit Mattlack zu bemalen. Was meint ihr? Ansonsten natürlich einfach Mattlack wie beim üblichen Versiegeln draufsprühen und gut. Ich hoffe, euch hat die Einführung in die Ölmalerei fürs Tabletop-Hobby gefallen. Wenn ihr noch etwas Grundwissen nachholen möchtet, folgt dem Link oben zu meinem allgemeinen Ölfarben-Video. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann.